Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anima Gates of Memories. Endlich habe ich es geschafft, dass der Ingame-Sound mit aufgenommen wird. Und jetzt gehen wir mal weiter. Diese Fails, wenn man ein paar neue Sachen anschließt und irgendwas nicht so funktionierte, wie es sollte, und man das erst nach der Aufnahme merkt, weil es halt vorher so war. Aber egal, funktioniert ja jetzt und ich bin immer noch krank, hört man ja. So, und dann gehen wir einfach mal weiter. Und bestimmt kommen uns weitere Gegner entgegen, oder? Nee, okay, einfach nur eine Tür. Schön. Bitte wieder so ein schönes Gebiet wie vorher, das wäre richtig nice. So ein großes, offenes Gebiet, bitte. Nicht groß und offen. Und ein Graveyard ist jetzt auch nicht das Beste, was einem passieren kann. Aber okay. Böse? Böse. Vielleicht. Ich höre was. Da hinten. Ach, das ist... Okay, ist auf jeden Fall leicht zu treffen, die Teile. Okay, das war's schon. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier sind bestimmt noch irgendwo Sachen versteckt. Genau. Das war nur ein bisschen Geld. Und sonst... Ist hier irgendwo noch was anderes versteckt? Bestimmt. Wenn man dieses Spiel kennt, ist ganz viel versteckt. Nur ein Busch. Vielleicht spawnen schon die nächsten Gegner. Deswegen gehen wir erstmal jetzt schön hier hoch und finden noch was. Dux. Schöne Waffe. Und ein Geheim... Okay. Sieht aus wie eine Arena. This place is full of darkness. Its mere nature constricts me. I don't think I can help you too much here. But don't let your guard down. There's one thing that I can assure you. The messengers of this area are much more powerful than the ones in the lower floors. Oh toll, danke, dass du mir das sagst. Sorry. I can't give you more advice here. Okay, wenigstens kein Bosskampf hier. Okay. Also viel stärker hier. Speichert es? Das heißt, ich habe irgendwas dadurch getriggert, dass ich da war. Mal schauen. Ich würde auf jeden Fall nochmal ausrüsten und gucken. Wie gut sind die beiden Sachen eigentlich? 1025 205. 1025 205. Also beides ziemlich nice Sachen. Und was ist das neue? Dux. Ist etwas, was verteidigungsbasierend ist. Okay. Wird aber auch die Combat Power. Wieso hast du zu viel magische Power? 10 minus 1 minus 5 plus 10. Willst du das irgendwas sagen, das Spiel? Das ist aber, würde ich mal sagen, ich nehme mal Dux. Hält er mehr aus. Und da er voll ist, können wir ihn benutzen. Sehr schön. Da ist noch ein Objekt, das hat man eben gesehen. Okay. Ist noch auch keine Story-Animation, das heißt, sind noch Gegner in der Nähe. Sollte der uns vielleicht nur ablenken, davon, was hier wirklich noch ist. Also, beziehungsweise ist hier noch was versteckt, weil ich habe eben noch so ein das Licht gesehen gehabt. Das ist aber da hinten erst. Okay, ich glaube, hier ist nichts versteckt. Was kommt jetzt die Frage? Okay, da hinten ist eine Seite, das heißt, es kommt jetzt irgendwas ein bisschen anspruchsvolleres. Armor Core. Sieht aber auch was Consumables. Nee, das wird erst mal, weil ich Seite aufgesammelt habe, wie wir es im Puppenhaus hatten. The children ran into the darkness. Neither of them looked back. Even if they didn't understand what was happening, both knew that they should not stop running. They were just kids who had the misfortune of being born into war-torn times. The little girl, completely terrified, was trembling, and her older brother held her hand tightly. He would not let it go for anything in the world. Plunged into darkness, both continued to advance through the rubble for what seemed like hours. When they reached the top of the hills, the first rays of sun began to illuminate the dark horizon, showing a nightmarish vision. Everything around them was completely destroyed, and thousands of bodies were scattered as far as the eye could see.
And then, for the first time in his life, the boy heard them. The broken cries of thousands of people began to rise from the silence, a terrible and agonizing sound, as if the whole world were shaking with terror. Slowly, countless shadows emerged from the dead bodies, rising on the horizon like a dark tide. Such a demented spectacle would have driven even the sanest men mad, but the boy, Malekith, remained completely calm, gently covering his sister's head to keep her from witnessing such a scene. And there, beyond the darkness formed by all those souls, something was staring back at him. So, das heißt, entweder ist dieser Boss auf dieser Map wahrscheinlich Malekith, weil wir den Namen erfahren haben. Seine Schwester könnte ja ein anderer Boss auf diese vielleicht noch sein. Das weiß man nicht, ich habe auch keinen Namen von ihr erfahren. Oder vielleicht wird er erst so mächtig, weil ihr irgendwas passiert. Und was hat ihn angestarrt? Wahrscheinlich bei der nächsten Erfahrung erst bekommen und würde ich jetzt drücke, wird wahrscheinlich einen Kampf anfangen. Ja. Hier noch einer. Okay. Jetzt kommen ein paar mehr. Einfach schießen. Kommt einfach her. Wende mich an, wende mich... Oh, ich muss wechseln. Hätte ich gedacht, dass das so viel Schaden macht, die Teile. Oh, noch einer mehr, okay. Ah, Mist. Die sind gefährlich, die Teile. Auf jeden Fall. Ich muss mit ihnen draußen bleiben, damit ich mich heilen kann, ein bisschen an denen. Spawnen die Ritter Bier, ist die Frage gerade? Nee, gerade nicht, okay. Sie töten. So, alle geschafft. Ein bisschen Heilung abbekommen noch. Aber nicht viel. Ich spiele es mit ihr weiter. Okay, es sind auf jeden Fall gefährliche Gegner, die an uns ranheften und ganz viel Schaden austeilen. Ja. Und das ist unsere erste Memory Page. Ich frage mich, ob wir wieder hier Probleme bekommen könnten, nur genug zu finden, aber ich denke mal nein. Geht's da hoch? Nö. Und ist aber Heilung, das finde ich schön. Gut, habe ich ein bisschen was auf ihm abgegriffen noch. Habe ich das eben auch gehört? So eine kleine Vibration? Ah, ich glaube, hier mal jetzt. Komm schon, Open Area, Open Area. Wow. Ich kann dich nicht sehen. Kann ich springen? Ich kann springen. Okay. Ich kann auch Kugeln schießen. Okay, jetzt ist es also eine Art 2D-Verschnitt. Okay, es ist jemand, den Ergo kennt. Oder hat Ergo vielleicht angeschaut, glaube damals. Okay. Sonst was. Du kennst ihn, okay. Oh oh. Das ist einer, von dem ich schon kenne, oder? Und jetzt wird die kleinen Viecher weg. Okay, den kennen wir doch aus der 3D-Version. Der Typ, bei dem man bei jedem Angriff springen muss. Ach, Mist, hab mich noch ganz knapp getroffen. Ach, Mann. Ich will die kleinen Viecher auslöschen. Kann ich verwechseln. Okay, der trifft uns jetzt sogar auch in der Luft. Nicht schön. Mist. Ich bin an der Wand dran. Oh Mann, jetzt sind wieder Kugeln. Wie geht der? Komm bitte noch. Ich würde gerne den großen Typen da besiegen können, wenn es geht.
Mann, ich verdrück mich die ganze Zeit. Wir machen mal das. Ausweichen, ausweichen. Der trifft mich einfach immer. Ja, ich kann gar nichts machen dagegen. Bin tot. Wie komme ich denn gegen den an? Das ist schön, ich kann dich gleich auch sehen. Ist noch da, das Teil? Nee. Auf jeden Fall ihn erstmal voll heilen müssen. Schön zu wissen, dass er uns kennt, aber... Escape now. Come on. Not him. Gut zu wissen, dass du ihn kennst, aber leider bringt uns das nicht so viel. You can't fight me. Okay, so kann ich auch gut ausweichen. Ich weiche einfach so jetzt aus. Ist viel einfacher. Haha. Okay, es läuft gut. Ah, Mist. Oh, oh. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay. Sind wir also gezwungen. Schwungangriffe zählen leider nicht mehr. Reicht nicht mehr aus. Durch. Mist. Oh Mist, nein, verwirrt. Es ist wirklich der Typ vom letzten Mal. Der verwirrt, weil er trifft. Ach Mist, doch mal Kugeln. Du musst wechseln. Okay. Durch. Okay. Ist springen. Okay. Vielleicht spawnt er jetzt nichts mehr. Sieht gut aus, dann kann ich mich ein bisschen auf ihn konzentrieren. Magst du aufhören zu spucken? Bitte? Dein Ernst? Mist. Ah, verwirrt. Mann. Ah, verwirrt. Laut ist ein Lebensbalken. Okay, das ist wieder Dullah. Dullah. Mal wieder. Ah, stimmt, der ist ja so gefährlich, weil ich nicht mehr rauskomme. Ich komme nicht mehr raus. Ich kann machen, was ich will, ich komme nicht mehr raus. Okay. Ah, nein. Oh. Nein, weg. Wie fies der Typ ist. Ja, Armin. Oh. Ich mag die Ansicht nicht. Ich laufe lieber 3D rum. Ist ja eigentlich noch 3D, wenn man es so sieht. Weil ich kann die Kugeln immer noch missen mit meiner Wave. You are too weak now. Da könntest du recht haben. Wir sind voll, okay. Was? Hä? Steht den Boss nicht. Ich muss also dauerhaft die Plattform wechseln. Ah. Okay. Ja. Schön. Hä?
Okay, macht er seinen Strahl, glaube ich, oder irgendwie sowas, ja? Oh, oh, was für ein Glück das war. Okay, macht nicht so viel Schaden, ihr. Ist hier weg. Oh, Plattform ist weg. Okay, die Plattformen verschwinden zusammen mit dieser Welle. Gerne mal. Oh oh. Glück gehabt. Mach hier weg. Ah. So langsam. Ach Mist. Da bin ich nicht runtergefallen. Sollte man da denn ausweichen? Besiegt? Oder was ist passiert? Ja. Doch, Angriff. Plattform, könnt ihr vielleicht aufhören zu verschwinden? Impressive, yet fertile. Ich weiß nicht, was es bedeutet. You can't win. Aber der Barrier kann vielleicht gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen ihr spielen, damit er sich mehr regeneriert. As I am fear. Okay. Darkness. And you will fall. Okay. Muss ich da fallen? Ja, okay. That really hurt. Look on the bright side. You aren't unconscious. This time. You think you're funny? Hate to break it to you, but you're just a sad monster, not a comedian. Do you know what the hell that was? That guy. His name is Malekith, the Lord of Nightmares. Okay. I know him. This is going to be a real pain in the ass. Ja, kann ich sagen. His power's first rate. You should be careful. Don't treat him like the others. Whatever. There's no turning back now. Gut. Ist hier was versteckt? Okay. Das ist also der Chef der Albträume. Ja, bin gespannt, was uns so entgegenkommt. Nur Geld. Wie viel haben wir denn? Nein, ich will nicht heilen. Ich will nur wissen, wie viel Heil-Items wir haben. 5. Ja, 5 Heil-Items, ne? Also haben wir nichts bekommen seitdem. Ich hoffe, es gibt nochmal so einen Weg back in the Chamber. Bestimmt. Bevor wir dem Boss begegnen. Wir haben ja eine Map, oder? Ja. Okay. Das waren wir da gerade bei City Outskirts? Ich glaube ja, oder? So, wir können hier, also hinten ist eine Tür, die doch zu ist. Kein Weg zurück. Okay, guck mal. Are we in some kind of sewer? I think that it is a little more complex than that. This is the labyrinth that spreads underneath the city. The place where all the waste of the nightmares go. But it doesn't matter. You were right after all. There is no turning back now. Okay. Ich werde es aufheben, wenn irgendwie Gegner kommen. Dafür ist es viel zu weitläufig, dass hier gar nichts ist. Nicht? Bin irritiert gerade, dass hier nichts ist. Sensenmann? Den wir keinen Schaden machen? Den wir nicht heilen sollen. Oh oh. Mann. Ich sehe gar nicht, wie Leben der Typ hat. Hat er überhaupt Leben? Kann ich zurückgehen?
Nein. Muss ich vielleicht weitergehen? Nö. Okay. Vielleicht kann ich ihn nur Schaden machen, wenn ich ihn physisch angreife, aber das kann ich nicht sein. Ah. Jetzt sehe ich. Okay, man kann also nur Schaden machen, wenn der Rauch weg ist. Der macht gerade irgendwie nichts, weil er uns nicht ins Visier bekommt. Die müssen immer warten, bis er seine Kugel auflädt. Warum gehst du hin? Du bist hinten in der Ecke eingesperrt. Was los? Stirb! Nicht besiegt, oder? Ne, ganz knapp. Oh oh. Schießen wir ein bisschen weiter ab. Oh, schon zu Ende? Okay. Tschüss. Okay. Und jetzt benutze ich den Heilkristall. Ist jetzt wahrscheinlich besser. Okay, er ist noch nicht ganz voll, also mache ich so weiter. Einfach nur der Effizienz halber wegen. Und Musik war das hier gerade so stimmungskill irgendwie. Okay, das ist gleich wieder irgendwas für mich. Ist irgendwas hinter. Ist er voll? Ja. What was that? Did you see it? Ja. Sadly, yeah. Okay. Gespeichert, heißt nichts Gutes. Okay, können wir überall lang. Gehst mal hier rein. Hat mich das erschreckt. Das heißt, ich muss also erst einmal, dann bis zu dem Punkt. Oh, schade. Hat ja fast funktioniert. Wie ist es hier so? Ne. Da gehe ich lieber hier lang. Mist. Ist das Glück von mir aus meiner Sicht jetzt, oder soll ich das echt so machen? Ich darf da nicht mal reinhauen. Sag mal. Nein! Ich hätte es geschafft. Ist da irgendwas überhaupt hinter? Bestimmt ist da ein Objekt hinter, ne? Ach, Mann. Zu weit. Nein. Ach, gut, eine Seite ist hier, also okay. Und ein Objekt. Was ist hier? Lawgiver. Nicht Bringer, sondern Giver. Bra. Ich habe Angst, weil ich die Seite aufhebe, dass Gegner kommen. Deswegen gehen wir erstmal gucken, was für eine Ausrüstung das ist. Lawgiver. Uff. Okay. Plus 25 Physical Combat. 3 Crit. 15 Magical Minus. Das wäre schon ganz cool. Aber ich kämpfe mit ihm eher im Nahkampf. Ist in allem besser. Dann kommt jetzt Lawgiver, der ist echt nice. Gut, das ist ja auch stärker. Second Memory. Malekith smiled as he walked through the cathedral. The pieces were already perfectly positioned on the board. The only thing left to do was to start the final game. Everything he did over the past many decades was aimed at this moment, and it was about to end. Once outside, he looked at his forces, extending across the horizon. Someone like him, who was born with nothing, had achieved what no other being in the world's history could even dream.
to unify all the forces of Gaia under his command. Now he controlled the largest armies on the continent, and even kings and emperors followed his instructions. Contemplating that breathtaking spectacle, Malekith could not help but remember the price he had to pay to get there. He had paved his way with the blood of friends and enemies, becoming both a savior and a monster. All that for a promise, for the hand that he was forced to let go. Now the fate of all rested on his shoulders. There was one last battle to win. One battle which would allow him to see the world change. Malekith walked forward, and thousands of troops stepped aside in unison to make way. And so the greatest general of all time advanced towards his destiny. Also klar, als Gegner kommen. Okay, die haben neue Moves drauf, wie es aussieht. Ja, ja, ja. Kommt her. Mach überhaupt keinen Schaden. Wird wahrscheinlich sterben, wie es aussieht. Mist, ja, ich werde sterben. Außer ich mach's anders. Ich will nicht mehr, ich will nicht die Map öffnen. Ich will mich heilen. Das macht auf jeden Fall einen erstmal unfähig und macht 55 Schaden. Das ist echt gut. Das ist der andere. Ah, da natürlich gerade, aber ich weggucke. Okay, wir machen doch ganz gut Schaden mit ihr. Hören. Immer wenn wir den Geräusche... Das Geräusche muss ich ausweichen, Mist. Ich sehe nichts. Ah, genau. Okay, ich glaube, da liegt immer noch der andere. Einer ist weg. Der auch. Okay. Hui, 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 hui. Mal gucken, also so bis dahin, dann geht's da weiter. Okay, geschafft, ohne zu sterben. So. Die Frage, wo ich am besten nächstes hingehe. Dann gehen diese komische schwarze Kugel. Und ich gucke einfach mal die Map an. Da geht's eh nicht weiter, dann gehen wir einfach mal da in die Ecke. Und gucken, ob wir die Kisten kaputt machen können. Ja, können wir. Nice. Ah, wartet, wartet, wartet. Nicht nice, da muss ich hoch. Nein! Okay, kann ich das so hoch? Ja, okay. Safe. Für oben irgendwas Nices versteckt ist. Eine gute Sache. Es ist wirklich was versteckt hinter. Okay. Wird Ergo gerade auch geheilt? Ja, ich glaube ein bisschen. Aber da wir... Ich gehe nochmal mit ihr weiter, bis wir voll sind, wirklich. Weil Ergo heilt sich ja auch so. Okay, sie ist voll. Wo ist jetzt das Objekt da drüben? Natürlich kommt jetzt ein Gegner hier. Da oben, okay. Angreifen. Ach, ich will gerade fragen, warum die nicht angreifen. Okay, die halten nicht viel aus. Eine Kugel davon, ich hätte gleich zu ihr wechseln sollen. Ach, es braucht noch mehr, okay. Hinter mir, oder?
Nö, okay. Das können sie nicht kontern. Tschüss. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich aufgesammelt habe. Werde ich nach der Folge mal nachchecken. Es ist schon 30 Minuten. Ich habe gerade auf die Aufnahmezeit geachtet. Okay, ich hoffe, es hat gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein. Das heißt Let's Play Anima Gates of Memories. Wenn wir uns weiterhin hier in dieser Kanalisation umgucken und dem Chef der Albträume entgegentreten. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.